Letztes Jahr fand ich im Wald ein Tonvorkommen und versuchte mit der Absetzmethode im Wasser meinen eigenen Ton zu gewinnen. Am Ende erhielt ich sehr feinen, gut knetbaren Bastelton, mit dem ich gut modellieren konnte. Aber lässt sich dieser handgemachte Ton auch brennen? Für ein Modellbauprojekt wollte ich kleine Ziegelsteinchen aus Ton herstellen. Sie sollten etwa die Größe von Klemmbausteinen haben, doch dafür brauchte ich erst einmal eine Ziegelform. Für solch winzige Ziegelsteinchen nimmt man am besten Eisstäbchen. Aber ich merkte bald, dass das komplizierter war, als ich dachte. Stunden später. Endlich konnte ich mein Ziegelformmodell zusammensetzen. Bevor ich groß in Produktion gehen konnte, musste ich erst testen, ob der Ton stabil ist oder ob ich etwa Beimengungen brauche. Sowas hatte ich nämlich bei Primitive Technology gesehen und der konnte nicht falsch liegen. Das ist das, was übrig geblieben ist von dem ersten Versuch, Ton zu brennen. Das war aber kein gesiebter Ton, das war wirklich das Grobe direkt aus dem Erdreich. Das wurde sehr heiß gebrannt, deswegen ist es auch so rot. Das zerschlage ich jetzt und mische es dem Lehm bei. Natürlich wird auch das nochmal durchgesiebt. Ihr seht hier auch die groben Bestandteile. Da sind noch sehr viele Steine dabei, weil es sich eben wirklich um das rein grobe Material handelt. Aber es ist halt eben schon mal gebrannt. Da kommt auch noch Holzasche dazu. Die nehme ich auch, um zum Beispiel den Rahmen einzupulvern. Wenn euch das Video bis hierher schon gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. So, das ist jetzt erstmal alles, was ich rausgehauen habe. Und das gieße ich jetzt durch das Sieb. So, das ist der Rest, der übrig ist und der kommt weg. Dann habe ich mir hier noch ein bisschen Holzasche aus dem Ofen abgefüllt. Und die werde ich jetzt auch durchsieben. Hier drin ist der Ton. So, wir vermischen das jetzt mal mit dem Brandton da drüben und mit der Asche. Unser Gitter habe ich schon mal hier in Wasser eingelegt, eine Weile lang. Das wird jetzt in Asche gewälzt. Damit nichts anbeckt.
Und ich hatte die ja festgeklebt. Problem an der Sache, wenn man das Ding in Wasser einlegt, löst sich der ganze Kleber. Das führt natürlich zu einigen unschönen Effekten. Wir haben jetzt hier dieses eingeaschte Teil. Zuerst nur der Ton. Der gesamte Leim hat sich gelöst. Okay, also jetzt drücke ich den Ton hier fest. Das ist jetzt hier nur Ton. Jetzt machen wir Ton mit diesem Pulverzeug hier. Dafür mache ich den Ton ein bisschen glatt und dann wird das noch ein bisschen verknetet. Jetzt machen wir das Asche-Ton-Gemisch hier schön verkneten mit dem Brandton und mit der Asche. Ich bin echt gespannt, was da am besten funktioniert. Und in unser letztes Testkästchen kommt der Ton nur mit Asche. Bin echt gespannt. Bin wirklich gespannt, was sich da am besten macht. Bisschen durchkneten. Und rein in die gute Stube. So, fertig. Ich mache das hier noch da rein. So sieht das Ganze von unten aus. Ich sollte das vielleicht irgendwie markieren, dass ich weiß, was ist, ne? Diese Testziegelchen müssen nun erstmal einige Tage trocknen. Heute Nacht war die ganze Stadt im Nebel versunken und auch hier draußen sind überall die Wassertröpfchen noch zu sehen und die Wiese ist richtig feucht. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Feuerchen und brennen bei der Gelegenheit unsere selbstgemachten Tonsteine. Um Ton zu brennen, braucht man hohe Temperaturen. Dieser Ofen schafft nur 400 bis 600 Grad. Zum Testen wird es reichen. Wenn da unten jetzt dann ordentlich Blut drin ist, können wir dann auch schon die Steine reinschmeißen. Die sind allerdings noch ein bisschen zu nass. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal hier trocknen. Und zwar hat so ein Kanonenofen oben auch einen Deckel. Kann man abmachen, das ist eine Kochplatte. Wer hätte es gedacht? Unsere Vorfahren haben mitgedacht. Können wir gleich mal versuchen, die hier rauszulösen. Ja, es funktioniert. Also das mit dem Einaschen ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ich mache die jetzt mal alle raus und lege die hier oben drauf. Jetzt sind die alle ausgetrocknet und jetzt kann ich die unten reinschmeißen.
Okay, das hier ist die Ausbeute. Die machen wir jetzt mal sauber und schauen mal, was davon zerbrochen ist und was gehalten hat. Das sind die mit dem X drauf, das sind die mit dem T drauf und das sind die mit dem A drauf. Da fehlt sogar noch ein bisschen was, es muss noch im Ofen drin sein. Das sind die, auf denen ich nichts markiert hatte. T, das waren die, die nur aus Ton waren. Der hier ist mir noch beim Saubermachen an der Hand zerbrochen. Der hier scheint ein bisschen stabiler, aber ob die wirklich stabil sind, das kriegen wir gleich raus. Wir machen jetzt nämlich den ultimativen Härtetest. Das mit dem X, das sind die, die mit dem Tongranulat von dem Brandton gemischt waren. A, das sind die, die nur mit Asche gemischt waren. Und das hier, die sind mit beiden gemischt. Und da ist auch einer zerbrochen. Kann allerdings auch passiert sein, als ich da das Holz reingeworfen habe, ganz am Anfang. Okay, zuerst der Wurftest. Ich lasse es einfach mal hier aus so 50 cm Höhe fallen. Ganz geblieben. A bleibt auch ganz. T geht kaputt. Und die Doppelgemische bleiben ganz. Ja, doch. Die sind sehr, sehr hart und sehr schwer im Vergleich zu den anderen. Also, unsere Teststücke, die kommen jetzt ins Wasser. Eine Schüssel Regenwasser. Das A ist zerbrochen, genau wie der andere auch. Na, wir gucken mal, ob es wenigstens... Ui. Uiuiui. Löst sich jetzt aber nicht auf oder so. Mal schauen, wir lassen es auch mal länger drin liegen. Dann haben wir hier das mit dem T. Halleluja. Auch der löst sich nicht sofort auf. Die sind aber auch jetzt nicht die vollen 4 Stunden gebrannt, ne? Die waren jetzt nur 2 Stunden im Ofen. Und dann haben wir hier noch den mit dem X. Auch der geht ab wie Apollo. Ja, nicht ganz so stark. Dann tue ich jetzt noch einen von diesen, oder wollen wir beide reintun, diesen Doppelgemischstein rein. Und da geht es wieder ab. Die bleiben jetzt mal eine Weile dort drin liegen. Dann gucken wir uns die mal an. So, habe jetzt Mittag gegessen. Mal schauen wir mal. Also im Wasser löst sich hier nichts auf. Bei keinem der... Nee. Die sind ziemlich alle wasserfest. Also das Brennen bringt schon. Aber zerbrechen tun die. Und zwar das mit dem T. Der Ton ist zerbrochen. Hier ist jetzt auch noch das A zerbrochen. Gut gehalten hat das X. Und die beiden unbeschrifteten. Das heißt, entweder die Mixtur mit beiden Bestandteilen oder die Mixtur mit den Tongranulatstückchen. Das sind unsere beiden Kandidaten. Dann kann die Produktion ja starten. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Ich habe auch schon begonnen, eine Tasse zu modellieren, aber bis das gelungen ist, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Ein Like, Kommentar oder Abo würde mir sehr helfen. Lasst Liebe da und ciao bis zum nächsten Video.